Hallo! Ja. Wir sind die Piranhas von Piranha Bytes. Also wir sind 2 von dem ganzen 30 Leuten da unten. Und was denn? Das stimmt doch, oder nicht? Ja, das ist jetzt die letzte Folge dieser Session 12, die wir jetzt hier machen. Und deswegen ist hier jetzt Reality Check angesagt. Da sind wir in der Wirklichkeit angekommen. Das heißt, wir sind ganz schön durch und wollen eigentlich Mittagessen, ne? Und haben jetzt eigentlich noch gar nichts bestellt und Stullen haben wir nicht dabei und ja, da holt uns die Wirklichkeit ein, ne? Ich habe ein angekautes Schokobrötchen. Habe ich noch nicht von abgebissen, aber ich habe drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, so ist die Realität. Aber was hat Realismus mit Games zu tun, ist die Frage, ne? Aus Sicht der Spieler und aus Sicht der Entwickler. Fangen wir mal mit den Spielern an. Es gibt sehr viele Spiele, die auf Realismus machen, sagt man so, ne? Das heißt also, dass die sehr realistisch Dinge darstellen in einem Spiel, ja? Und man tatsächlich irgendwie es auch erwartet von diversen Spielen. Wir hatten mal das Türproblem, da haben wir gesagt, okay, jemand, der durch eine Tür gehen will, der muss erstmal irgendwie die Klinke in die Hand nehmen und dann die Tür so aufmachen. Die Türen, ja, die gehen aber mittlerweile nach beiden Seiten auf. Das ist eigentlich unrealistisch. Wie muss das Scharnier aussehen? Das muss ja so ein Klappscharnier sein. Das heißt, überall, selbst bei der Rumsbude, beim Fischerdorf, irgendwo mit seiner komischen Karte da, verstehst du, der muss dann so eine tolle Tür haben, die irgendwie zu beiden Seiten aufgeht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist unrealistisch. Ja. Aber tierisch praktisch. Ja, tierisch praktisch für uns Entwickler. Ja, und für den Spieler auch. Und für den Spieler auch, weil da müsste er nämlich nicht immer, dann geht er einfach da, tada, ist er drin, ne, solche Dinge. Am schlimmsten ist die Situation, du machst die Tür auf so, und dann schiebt die Tür dich so in die Ecke. Ja, verback dich am besten noch, dass du nicht weiterkommst. Hat man schon mal, ne, aber das hat auch was mit Realismus zu tun. Das heißt also, wie realistisch soll denn ein Spiel dargestellt werden? Das heißt, was ich tue, ja, ein Tagesablauf der NPCs zum Beispiel. Wenn du einen NPC hast und du möchtest den gerne treffen und du weißt ganz genau, wie Diego, ja, im alten Lager damals oder so, der sitzt immer an seinen Fotorus da auf seiner Bank und da musst du dahin. Aber es gibt ein paar Stunden am Tag, da ist er in dem Turm da hinten. Und dann kommst du da hin und musst mit Diego reden oder so, der ist gar nicht da. Ja, wo ist der denn? So, der erste Verdacht, der kommt irgendwie so, oh, ist ein Fehler im Programm. Nee, ist es nicht. Der hat einen Tagesablauf. Ist halt realistisch. Der kann auch nicht den ganzen Tag auf der Bank da sitzen und nachts und tags und so. Der muss doch auch mal Pause machen, so, ja. Schwierig, oder? Ja. Wir versuchen durch Tagesabläufe auch den Leuten, die da leben oder so, irgendwie so realistisch wie möglich darzustellen, wie die Typen leben da, ne? Das heißt also, wenn du Soldaten hast, die rennen dann irgendwo rum, dann denkst du dir, wo sind die denn nachts? Wo pennen die denn? Wo essen die? Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, über deren Leben da. Das soll so plausibel wie möglich dargestellt werden. Und wenn jetzt irgendwie 15 Leute in der Kneipe sitzen, ja, dann müssen das Reisende sein, wenn die nicht irgendwo irgendwelche Kojen haben oder irgendwo leben, so. Sonst wäre das unrealistisch, so. Oder man hat irgendwie 200 Leute und nur 5 Hütten. Das macht keinen Sinn. Wo leben die denn dann? Ja? Das heißt also, wenn man sich so eine Situation anguckt, dass man immer sagt, okay, das ist ein Händler, der wohnt hier, der hat hier sein Geschäft und oben ist seine Bude, wo er halt pennen kann oder wo er seinen Schreibtisch hat oder solche Dinge. Ja, das ist dann realistisch. Machen wir aber in vielen Fällen gar nicht. Weil es dann zu viel Orte gibt, wo gar keiner ist und nur ein Bett und steht und irgendwie, also das heißt, wir versammeln NPCs nachts einfach mal um Lagerfeuer drumherum. Ja, das sind dann die Berserker, die nur am Lagerfeuer leben und die restliche Zeit Wache schieben. Das ist deren Leben so. Was ist denn, ne? Also ist ja so. Ne? Und der Obermuchel, der sitzt dann auf seinem Thron den ganzen Tag. Der hat bestimmt auch ein Schlafzimmer. Und vielleicht pennt er da auch ab und zu mal. Aber eigentlich nicht, weil man den Obermuchel von irgendeinem so Kaffee auch natürlich auf seinem Thron sitzen hat. Aber dann sitzt er da 24 Stunden auf seinem Thron und geht da nicht weg. Auch unrealistisch. Aber es ist, wenn du wirklich jedem NPC mehr als 2 Tagesablaufpunkte geben würdest, da raffst du als Spieler nichts mehr. Du findest den nicht mehr. Du findest niemanden. Also entweder ist es dann ein Spiel, wo das tatsächlich alles Ambiente-Charaktere sind, dann ist es egal. Dann hast du eine Stadt, die ist gefüllt und das ist lebendig irgendwie, du kannst aber keinen anquatschen. Die sind alle nur so random da.
Oder du hast tatsächlich, so wie wir den Anspruch haben, möglichst viele Leute, die Namen über sich tragen, irgendwie, mit denen du irgendwas machen kannst, dann musst du die irgendwie finden können und zuordnen können. Ne? Ein Händler bleibt in der Händlerhütte. Oder die Wache, die ist dann wenigstens nachts woanders, aber tagsüber weißt du, wo der steht. Und der steht dann auch den ganzen Tag, damit du den finden kannst. Sonst findest du nämlich keine Sau wieder. Und das ist echt dann ein Plotstopper kann das sein. Ja. Ne? Wenn du nicht mehr raffst, wer wo ist. Ja. Ne? Und Man kann natürlich auch immer, unsere Missionen haben dann natürlich auch immer so Pöppel, die man dann einschalten kann. Wo ist denn der Typ gerade, der jetzt hier für diese Mission, aber manchmal will man einfach nur seine Strafe zahlen bei dem Typen, der sagt irgendwie, du bist ja als Dieb gesucht oder so, ja, dann geh mal hier zu Ragnar und zahl mal deine Strafe. Mhm. Dann musst du auch wissen, wo Ragnar ist. Ja. Weil du nämlich eigentlich mit Cormac reden willst und der sagte irgendwie, ich rede nicht mit Dieben, so, dann gehst du hoch zum Ragnar und der ist dann nicht da. Mhm. Schwierig, ne? Ja, wo soll der sein? Der sitzt nicht am Thron, der ist nicht im Bett. Ja. Vielleicht ist er gerade was essen, vielleicht spricht er gerade mit einer Wache, vielleicht ist er gerade am Spazieren. Ach, der ist gerade jagen gegangen oder so. Quatsch. Funktioniert nicht, ne? Das heißt also, das ist immer schwierig mit dem Realismus an der Stelle. Gut, das sind die Tagesabläufe. Mhm. Ne? Es gibt ja auch so Sachen irgendwie, wo man dann halt irgendwie dran hängen bleibt und denkt, das ist jetzt ein Computerspiel, da haben wir mal, gucken wir mal drüber weg. Ne? Ufer. Meer. Wir hatten mal ein Spiel, ja, Risen 3 war das, ne? Da gab es auch ein paar Stellen im Spiel, wo die Wellen irgendwie von dem Ufer weg waren irgendwie, weil die UV-Koordinaten nicht vernünftig waren oder irgendwie sowas, ne? Ja, ist ein Glitch vielleicht oder so, aber das ist dann unrealistisch. Da gab es einige, die haben gesagt, irgendwie, das ist unrealistisch von unseren eigenen Leuten. Ich glaube, der Magic war das irgendwie, das ist ja unrealistisch. So. Hat er recht? Ist unrealistisch. Hat er recht? Interessiert aber keinen, nur Magic. Ja, oder wenig halt so, ne? Oder es ist wie bei, Gothic 2 war das, ne? Da gab's die Windmühle von dem Bauer Lobart oder wie der hieß, ne? Direkt am Anfang. Da gab's eine Fahne, die zeigt in die Richtung und die Windmühle war ausgerichtet in die Richtung und drehte sich. Das ist Quatsch. Wo kommt denn der Wind jetzt her? Da, wo die Fahne hin? Oder macht die da irgendwie eine Kurve direkt da? Oder unrealistisch. Merkt aber kaum jemand. Klar, ab und zu denkst du so, habe ich schon mal drauf geachtet, so, ne? Aber eigentlich ist das irgendwie, das verzeiht der Spieler einem so. Und wir als Entwickler, wir sitzen dann davor und gucken wirklich tagelang, wochenlang auf dieses Szenario und denken so, das ist unrealistisch. Das muss man eigentlich fixen. Die Fahne drehen. Man will die Fahne drehen, man möchte gerne diesen Wind da irgendwie und so weiter. Und dann fängt man an, über Dinge sich Gedanken zu machen, die eigentlich völliger Blödsinn sind. Ja, gut, bei den UV-Koordinaten mal eben zu drehen, ist okay, damit die Wellen auch vernünftig. Aber das ging einfach nicht damals so. Ne? Heute ist halt ein bisschen anders oder so, aber einige Sachen sind halt unrealistisch. Die interessiert der Spieler nicht wirklich. So, ne? Also meistens achtet ihr auf solche Sachen gar nicht. Oder ihr denkt irgendwie so, okay, hier hat mal einer gelebt, hier ist ja nur Müll und so, ne? Und dann ist irgendwie eine Konserve hier. Ah, alles klar, Ravioli oder was, ne? Oder eine Cola-Dose irgendwie. Wann ist der Meteor hier runtergekommen? Ja? Vor 150 Jahren oder so? Würde die jetzt nicht mehr essen, so. Ist auch unrealistisch. Oder die Karren, die hier rumstehen, die Autos oder was, die müssten eigentlich schon total verrostet sein wegen ich meine, guck mal, wie oft regnet das und dies und das. Ja, das stimmt. Viele Sachen. Ich tatsächlich so eine Doku gesehen habe über wann gammeln Dinge. Ja. Und das hat echt super viele Einflüsse. Ja. Also Dinge können tatsächlich auch sehr lange erhalten bleiben, auch über viele Jahrzehnte, wenn die Bedingungen passen. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Das hat mich persönlich zum Beispiel in dem Zusammenhang ein bisschen beruhigt, ne? Weil ich dachte, ja, Fallout ist schon total unrealistisch und das ist eigentlich auch grenzwertig, aber komm, die Bedingungen haben gepasst, so ungefähr. Ne? Ja. Und dann geht's wieder. Ja, bei uns ist es ja aber auch genauso, ne, wie bei Fallout. Also es ist halt so, du hast ein postapokalyptisches Setting und viele Sachen, um eine Geschichte zu erzählen oder so, ja, dann darfst du manchmal auf den Realismus auch nicht achten, so, ne, da muss man halt so ungefähr sich schon dran halten oder so, aber es gibt Menschen, die finden das dann störend, weil es unplausibel ist, das können wir verstehen, aber wir versuchen uns auch immer so irgendwie so lange wie möglich und so gut wie möglich irgendwie an die Regeln des Realismus zu halten und so, aber manchmal macht es einfach keinen Sinn. Ne? Wie sagt man so schön irgendwie, ja, aber die Fahne, die ist unrealistisch, ja, aber die Drachen.
Die Drachen sind realistisch, oder was? Ja, So oder ungefähr. Elexi, ich saug das Zeug und dann werde ich zu Mutanten. Hallo? Ja, also ich meine, ja, aber es gibt einige Sachen, hat man einen gewissen Abstraktionsgrad, da hat man auch irgendwie, das kann man nachvollziehen, gehört in ein Märchen halt so rein, eine Substanz, die ich trinke und dann bin ich geheilt. Ne? Oder wie bei Risen 3 irgendwie, ich sauf rum und dann bin ich geheilt. Ja, kann man machen, ist auch unrealistisch. Aber in dem Fall sagt man, okay, ne, ist halt Piratenspiel so ein bisschen, ne? Also so ein Seemannsgedöns und so, da passt das rein. Ja, bitte? Es ist, ne, du musst zumindest das Gefühl vermitteln irgendwie, dass du eine Idee hast, na, in diesem Universum könnte das so sein. Wenn du das vermittelst, dann ist es okay. Ja. Dann kannst du auch ein paar Fehler einbauen oder ein paar Sachen, wo du denkst, Gameplay-technisch macht das jetzt Sinn, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz realistisch, aber es macht das Spiel an der Stelle runder, also baue ich es lieber ein, ne, und dann ist das schon schön. Gleiche, ja? Lieblingsbeispiel. Mein Lieblingsbeispiel, ja, das ist die Milchflasche in der Kuh. Ja, es gibt halt Leute, die finden diesen Abstraktionsgrad irgendwie, ich schlachte eine Kuh, ja, und dann ist da irgendwie eine Flasche Milch drin, finden die doof. Die würden viel lieber, so wie in so einem Adventure, irgendwie einen Eimer nehmen, und dann, also macht ja keinen Sinn. Aber in einem Computerspiel, in einem Rollenspiel oder so, was findet man alles in Monstern? Goldmünzen, ja, ein Rucksack, einen halb aufgefressenen Rüstungsteil. Sowas mache ich zum Beispiel nicht. Ne? Sowas verteile ich nicht. Ja. Nee. Ich verteile nicht irgendwelche Sachen an Monstern, die da überhaupt nichts zu suchen haben. Da versuche ich wirklich drauf zu achten. Das machen wir, ja, das stimmt. Aber zum Beispiel kriegst du von einem Monster einen Zahn. Du brauchst 10, um das zu craften. Und du kriegst einen Zahn. Ja. Warum kann ich dem Scheißvieh jetzt nicht auch noch die anderen 9 ziehen? Da müsste man eigentlich Gebisch sagen, ne? Gebisch. Du brauchst 9 Gebisse. 9 Gebische. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist richtig, das ist Quatsch. Das ist ein Abstraktionsgrad, den man halt... Das akzeptiert auch jeder. Ja. Jeder akzeptiert das, pro Monster kriegt einen Zahn, alles klar, wo ist das nächste Monster und weiter. Ja, es war ein schmaler Grad, was als störend empfunden wird und was nicht. Grafik ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei, ja. Das heißt also, wie kommt mir dieses Spiel vor? Wirkt es eher realistisch oder wirkt es eher comicartig, also stilisiert? Mhm. Da gibt es 2 Beispiele, die wir mal rausgesucht haben, wo wir sagen, irgendwie, die sind sehr gegensätzlich. Da ist einmal Vanishing of Ethan Carter, die Waldregion, die sieht sehr realistisch aus. Genau. Ja. Das haben wir damals auch mit Fotogrammetrie gemacht. Ne? Also großartig, wirklich schönes Spiel so. Ne? Die Püppchen, die dann da drin rumlaufen, ist wieder mit einer anderen Technik gemacht irgendwie. Die sind schon sehr... aber der Wald und das alles, das sieht wirklich sehr fotorealistisch aus. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, wieso kann nicht jedes Spiel so aussehen? Und dann kommt ein Spiel raus wie Fortnite, was ganz klar stilisiert ist. Ja, das ist dann das erfolgreichste Spiel der letzten Jahre so. Ne? Da fragt man sich, okay, wie viel Realismus? Ne? Ich meine, Fortnite ist ja auch so, wenn du irgendwie in den engeren Kreis kommst oder so, ne, dann baut er irgendwie ganz schnell irgendwie virtuell irgendwelche Wände, während der andere versucht, die Wände zu zerschießen und den Typen zu erwischen. Und ich meine, mit Realismus hat das nichts zu tun, ja. Aber es macht Spaß. Und das ist dann der Kausus Knacktus bei der ganzen Geschichte. Und es ist einfacher zu berechnen. Du hast viele Figuren, die gleichzeitig spielen, viel Action, viele Effekte, die gespielt werden, Explosionen und so ein Kram und so. Und das muss alles zeitgleich irgendwie verrechnet werden, damit der Mist nicht ruckelt. Ja. Und das kannst du stilisiert natürlich schon einfacher machen. Ist richtig, ja. Ethan Carter ist ein Singleplayer, ein sehr ruhiges Spiel, wo man in Ecken guckt und irgendwie Dinge sucht, Adventure-artig, so ein Walking-Simulator vielleicht, ja. Und Fortnite, da geht alles auf Tempo und da musst du der Schnellste sein und dann darfst du keine Frame-Drops haben und solche Dinge. Also das sind auch unterschiedliche Ansprüche, die man dann hat, ne? Und da ist der Realismus da mal egal, ne? Borderlands ist auch so ein Beispiel. Auch ein Beispiel, ja. Ne, für ganz klar stilisiert irgendwie. Das hat einen starken Comic-Look, irgendwie sieht man sofort. Ja. Ne, da kann man schön übertreiben und so. Das hat so seine eigene Atmosphäre dann wieder. Und das ist auch viel Geschmackssache auf der einen Seite. Ne? Viele sagen, das gefällt mir einfach nicht, finde das nicht hübsch. Das ist nicht mein Ding. Die anderen, die stehen drauf irgendwie. Ne? Es gibt ja auch richtige reine Comic-Spiele, die man spielen kann. Ne? Pixel-Spiele und so weiter. Und
das ist ein bisschen Geschmackssache, worauf man steht, wo man vielleicht so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor hat. Und wenn Realismus, dann ist es häufig so, dass die Leute dem Spiel das dann nicht verzeihen, wenn es entweder einen ganz klaren Stilbruch begeht. Ja. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie ganz viel Realismus eingebaut, irgendwie zum Beispiel alle Objekte oder alle Texturen irgendwie an Boden und Häusern und so sehen total schön aus, aber alles an Objekten, was drinsteht, ist comichaft. Dann denkst du, nee, hier stimmt was. Also es sollte auf jeden Fall zusammenpassen in irgendeiner Form, zumindest nicht grob fahrlässig. Ja. Naja gut, das ist auch nicht so einfach. Ne? Oder es ist von der Technik her einfach nicht so weit gewesen, dass das Ding das packt. Dann hast du irgendwie irgendwelche Blurry-Texturen, irgendwie die eigentlich schön scharf hätten sein sollen, kann das Spiel aber nicht leisten und dann ist es auch wieder hässlich. Ja. Das ist natürlich auch nicht schön und darum kämpft man immer so ein bisschen und entscheidet sich hoffentlich vor, bevor man irgendwie die Objekte baut und die Welt macht, was für einen Stil verfolgen wir denn jetzt? Ja, aber das und das hat das und das Spiel besser gemacht und das sieht da und da viel realistischer aus. Ja, aber jedes Spiel ist individuell. Jedes Spiel hat auch andere Ansprüche und nicht jedes Spiel ist auch miteinander zu vergleichen, immer so grob. Ja. Und das ist schon, also wir wollen schon immer die bestmögliche Grafik, ganz klar. Und aber möglichst auch für viele spielbar. Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist auch noch eine Sache, ja. Gut, man kann ja dann auch an den Reglern dann die Qualität runterregeln und so. Macht man ja auch. Alles richtig so, alles fair enough so, ne? Aber es ist halt auch immer so eine Frage, wie viel Stilisierung möchte man denn gerne haben? Animationen ist auch so ein Ding. Ne? Aber du wolltest was sagen? Ja, das ist, wenn du dich einmal für einen Stil entschieden hast, ist es auch sehr schwer, wenn du jetzt zum Beispiel eine Spielereihe hast, den dann zu ändern. Ich denke da damals an Monkey Island. Wir haben angefangen mit diesen Pixel-Dingern. Irgendwann gingen sie dann über in 3D-Modelle, so Comic-Gedöns und dann auf einmal in total 3D-Figuren animiert. Das ist schwierig, ne? Da bin ich nicht mitgegangen. Ja. Das ist so, das Teil 3 habe ich mir noch gefallen lassen, Teil 4, da war ich raus. Ja. Ne, einfach weil mir dieser Look so dermaßen überhaupt nicht gefiel, weil dass ich das nicht mochte. Das heißt, innerhalb einer Spielreihe den Look komplett zu wechseln, ist sehr gefährlich. Ne? Hast du vorher einen Comic-Stil und machst es jetzt auf einen auf Realismus, kann das genauso in die Hose gehen wie andersrum. Also bei Animationen habe ich auch sehr oft das Gefühl, das ist jetzt eine realistische Animation oder ja, sie ist gekeyframed, sie ist unrealistisch, wenn ein Typ über den Boden slidet oder sehr irgendwie nicht vernünftig in die Ecken, also in die Kurve sich legt oder so. Und gerade bei menschlichen Animationen ist es auch immer ist man sehr darauf sensibilisiert. Das heißt, menschliche Animationen kennt der Mensch. Das heißt, da muss man eigentlich immer am meisten Arbeit drin investieren. So bei Monstern ist das nicht unbedingt der Fall. Monster hat man irgendwie so einen gewissen Abstraktionsgrad im Kopf als Mensch, weil man sich selber nicht bewegt wie ein Tiger, wie ein Monster. Und manche Viecher, die wir uns ausdenken, die gibt's auch gar nicht, ja. Wie zum Beispiel Jurassic Park irgendwie, der Film von Steven Spielberg, der hat jetzt extrapoliert, wie sich die Dinosaurier bewegt hätten müssen, ja. Wenn sie jetzt noch geben würde und so. Und dann haben die halt irgendwie versucht, aber es gibt sie nicht. Sind die jetzt wirklich aufrecht? Laufen die wie der Godzilla? Oder sind die wirklich irgendwie wie so ein... Also, es gibt es halt nicht. Und da hat der Mensch auch irgendwie so eine gewisse Abstraktionsgrad im Kopf, dass man sagt, okay, gut, da ist jetzt nicht so viel Realismus gefragt. So bei menschlichen Animationen, da siehst du jeden kleinen Fehler, der unrealistisch ist. Das muss man also humanisieren eigentlich. Ne? Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn du jetzt irgendwie Mocap für alles machst, ne, was ja theoretisch technisch möglich ist, dann geht das voll aufs Gameplay. Ne? Das heißt, es sieht dann realistisch aus, aber eigentlich willst du gar nicht, dass er jetzt da stehen bleibt und weitergeht, sich dreht und so. Und dann muss man wirklich aufpassen, dass die Steuerung noch vernünftig funktioniert, auch wenn es geil aussieht. Vielleicht ist es ja doch ein bisschen besser, wenn er sich auf dem Absatz dreht und macht, was ich von ihm verlange, auch. Ja, also die interessante Frage ist, ab wann nervt es, ab wann akzeptiert der Spieler es nicht mehr? Ne? Und das ist die Minimax-Aufgabe, die wir irgendwie mal lösen müssen. Hast du eine Community-Frage? Ja? Eine habe ich noch. Eine schöne, wie ich finde. Ach so. Irgendwelche Tipps
wie man als Softwareentwickler damit umgehen soll, wenn man ein neues Projekt bekommt, das mehrere Jahre dauert und man keinen Bock auf das Projekt hat. Also ich meine damit nicht, dass man allgemein keinen Bock mehr auf den Job hat, sondern eher auf das Projekt bezogen, weil man zum Beispiel mit dem Aufgabenbereich oder dem Thema unzufrieden ist. Das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber sagen wir zum Beispiel, ihr würdet jetzt das nächste Projekt kein RPG mehr machen, sondern ein Rennspiel und einer der Entwickler interessiert sich absolut nicht für Rennspiele und ist deswegen unzufrieden oder demotiviert und hat keine Lust auf das Projekt, was vermutlich mehrere Jahre dauert. Wie sollte er oder sie dann am besten damit umgehen? Und als Zusatz, kündigen ist illegal. Fand ich auch schön. Ja. Es gibt, also ich kann nur von mir sprechen und ich habe eigentlich immer Bock gehabt auf die Projekte, die wir gemacht haben. Ja. Es gab Projekte, da hatte ich ein bisschen mehr Bock, es gab Projekte, da hatte ich mal ein bisschen weniger, aber gerade so diese Art von Spiele, die wir machen, da habe ich immer Bock drauf gehabt. So. Und das war immer cool, der Job. Wenn man jetzt sagt, okay, gibt mal so eine Phase, wo es keinen Spaß gemacht hat, man hat mal so saure Gurkenzeit oder so, da kann ich so ein bisschen nachempfinden, was da gemeint ist. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, einem gefällt dieses Projekt überhaupt nicht, naja gut, dann ist es vielleicht auch absehbar, wie lange das dauert, ne, dass man dieses Projekt dann macht und dann muss man halt gucken, ist auch von jedem unterschiedlich, wie man jetzt tatsächlich danach dann weitergeht, wenn man dann die Option hat, also, kündigen war illegal, wie motiviert man sich? Es gibt auf jeden Fall immer die Ruhezeiten. Das heißt, sich mit Dingen zu beschäftigen, sich weiterzubilden in einige Bereiche, ja, die man in seiner Freizeit macht. So. Und dann sich komplett mit was anderem beschäftigen, ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, in dem Moment. Das heißt, also, wenn man nur diese Sache atmet und ständig diesen Kram macht, worauf man eigentlich keinen Bock hat, ich glaube, das ist frustrierend. Und da sollte man zumindest in der Freizeit das aufbrechen. Ich finde, die Antwort liegt auch schon so ein bisschen in der Frage. Das heißt, wenn einem eigentlich der Job Spaß macht, man nur nicht auf die Art des Projekts Bock hat, dann müsste es eigentlich noch genug Freiraum für etwas geben, was einem liegt. Vorausgesetzt, irgendwie die Kollegen sind okay und der Chef geht einem nicht voll auf den Keks, dann, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass es daran nicht liegt. Kündigen ist illegal. Ne, tatsächlich an der Art des Projekts. Dann würde ich sagen, dann such dir doch etwas in dem Projekt, wo du sagst, es könnte das besser machen. Ja, es gibt doch genug Raum innerhalb eines solchen Projekts, wo man sagen kann, da finde ich doch irgendeine Nische, die vielleicht mir jetzt gerade liegt, wo ich einen Teil dazu beitragen kann, auch ein Rennspiel irgendwie zu einem Rennspiel zu machen, das eins der besseren Rennspiele ist vielleicht. Und so würde ich mich motivieren, ne? Immer an dem Tag irgendwie, wenn wir überhaupt gar keinen Bock haben, abends rauszugehen, wird's meistens die lustigste Party. Setzt natürlich voraus, dass man die Möglichkeit hat, überhaupt darauf Einfluss nehmen zu können. Wenn du die nicht hast, ne? Ja, aber dann muss man sich aber auch irgendwann am Ende des Tages fragen, ist es okay? Sehe ich es nur als Job? Ja, dann mache ich den Job hier, mache meine 8 Stunden, gehe ich wieder nach Hause und beschäftige mich den Dingen, wo ich Bock drauf habe. Ja, dann ist es nur ein Job. Und wenn es tatsächlich so nervig ist und so weiter, ja, dann darf Kündigen nicht illegal sein, finde ich. Da muss man sich halt irgendwie umorientieren. Da muss man halt gucken, okay, dann schaue ich mir was anderes an. Ja. Ehrlichkeit währt auf jeden Fall am längsten, finde ich. Ja. Ja gut, hoffentlich war das hilfreich, weil wir sind ja aus der Entfernung, jetzt können wir ja gar nicht so viel dazu sagen, weil wir ja gar nicht wissen, worum es geht und so und naja. Wir haben unsere eigene Methode irgendwie, uns zu motivieren. Und wir sind manchmal auch ganz schön am Hadern mit uns und mit unseren Situationen, in denen wir stecken und so weiter. Ne? Also das ist gibt ja auch keine nicht einfach. Heillösung, ne? Nee, für Probleme, Phasen. Ne? Muss man halt mit Leuten sprechen und gucken. Es gibt auch so Phasen, wo ich denke so, ne? Aber gut. Ja, ne? Oder? Ist normal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche dann. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Ja, ist schade, wenn man sowas hört, ne? Ja. Irgendwie, wenn Leute da eigentlich keinen Bock drauf haben und jetzt irgendwie eine längere Zeit da gefangen sind, irgendwie ist es schwierig, sich da was Schlaues zu sagen, ne? Ich hatte jetzt kurz in dem Moment überlegt, worauf hätte ich denn jetzt gerade gar keinen Bock, aber so richtig, wo ich nichts finden würde, woran ich Spaß habe, fiel mir jetzt gar nicht ein. Also ich würde auch ein Rennspiel machen. Das wäre nicht meine erste Wahl, aber so, und dass ich jetzt sagen würde, boah, da würde ich jetzt lieber kündigen. Nö.